Hallo, servus liebe Leute. Wir sind wieder mit euch von der Startup Fair der Salzburg AG im Rahmen der Innovations-Challenge. Heute haben 12 Startups hier gepitcht. Über 200 haben sich beworben, ihre Bewerbungen eingereicht für die Challenge. 12 wurden dann von Water Venture und Salzburg AG gemeinsam ausgesucht. Und wir werden jetzt mit 3 spannenden Startups reden, einem aus London, einem aus Salzburg und einem aus Graz. Und ich beginne mit Oxto Energy aus London, werde jetzt auf Englisch switchen. Louis and Gerald, welcome to our live stream in front of a million people here watching us on broadcasting. Welcome to Salzburg, welcome to Austria. And please let us know, what is your product, what is Oxto? Well, thanks for having us first. Oxto is developing a flywheel energy storage system. So it's a mechanical battery that stores kinetic energy in the form of rotating mass. So the way we like to describe it is it's kind of like an elevated bicycle wheel. And if you were to spin that wheel, it will continue to spin for some time, effectively storing the energy that you've just inputted. And that, in its most basic form, is how a flywheel works. And it's been around for years. The concept isn't new, but the way we've applied it to energy storage is quite innovative. So energy storage is like a very important topic in the field of energy. But what kind of problem are you solving in this field with your product? So as more wind and solar and these intermittent renewables come online, the cost and the difficulty of balancing supply and demand is becoming increasingly more difficult. So what storage does, and our flywheel storage system does, is allows you to store the energy when the generation is there, but the demand may be a little lower. So then when the demand does increase, you can supply that excess energy that you've stored. And it makes wind and solar much more predictable forms of storage, of energy, in line then with your coal, oil and gas. How long will this energy be stored? Is that the long-term storage or short-term? Short term. So the applications that we're looking at are frequency response on the grid and storage of wind energy. So the shorter term, so within a day, not longer than a day. So use cases are regarding the industry sector or private usage? I think we'll probably be aiming at industry. You know, this isn't a domestic focused technology. We want to go and have large plants where we can store energy and release it on demand, reducing the strain on the grid. There's a lot of applications for it, even electric vehicles, but it wouldn't be privately owned. It would probably be a publicly owned or owned under our sort of management for use. How much does such a device cost? Can I have it for like 1,000 euros? Not quite. Well, we're still in the prototype stage at the moment, so the cost is subject to some changes, and hopefully with some efficient manufacturing that we're developing at the moment, we can reduce the cost to be competitive with batteries. You told me that the technology in the background of this comes from the space tech. Can you tell me more about this? So our CEO initially developed flywheels to replace batteries on satellites, and space is actually quite a small industry. So we thought about then develop other ways we can utilize the technology, and stationary storage and energy storage was something that was in its infancy a few years ago, so we thought this would be a great opportunity to apply the technology. London is one of the strongest startup hubs worldwide. We are very happy that you guys came to Salzburg. How was the day for you? What are your goals, targets that you want to fulfill here? It was really good, actually. Good to network with everybody, see the other technologies. Lots of good synergies as well, perhaps, because we're looking for a pilot project in the near future, and we've had some really good discussions with some other startups here as well, where we could potentially collaborate, and because there's a lot of renewable generation here as well, which suits our application perfectly. So it's been good. Which markets are you active on currently? In the renewable generation market, so particularly wind, and then frequency regulation and electric vehicle support. And geographically? Primarily in the UK, but one of our reasons for coming here today was to explore the European market as well. Is Austria an interesting market for you guys? Did you make a research for that? Yeah, definitely. I think Central Europe in general has got quite a good renewable energy policy going at the moment as well, and there's a lot of backing behind it and a lot of innovation. So I really think it's a good place to be, yeah.
Let me just ask my colleague if we can see this device properly in the film. Können wir das gut sehen oder sollen wir es besser zeigen? Okay. She told me that we can see that very well. Okay. I think it's fascinating. You guys rock. So keep on rocking. I hope you find good networking partners, maybe good clients, good startups to connect with in Austria. When are you going back to London? This evening. Oh, so you have to catch a flight? Yeah, quite a short visit. Perfect. Thanks for dropping by, and all the best. Thanks. So I'll call our second startup now to the film. You don't want to leave this expensive beauty here, yeah? So, thank you, ciao. Herzlich willkommen, servus. Herzlich willkommen im Broadcasten-Livestream. Mit uns ist ein spannender Startup aus Graz. Und zwar heißt eure Gesellschaft AR4 GmbH und das Produkt, über das wir reden, ist Visario aus dem Feld der Augmented Reality. Genau. Pitch für dich, was ist es? Was kann man sich darunter vorstellen? Wir verstehen unter Visario eine Augmented Reality Engine, einen Motor, der viele verschiedene Use Cases antreibt. Das ist das, was wir verstehen darunter. Das ist auch, was das am besten beschreibt. Also eine Art Software, die unterschiedlichste Anwendungsfälle abdecken kann und mit den verschiedensten Features halt unterschiedliche Probleme lösen kann. Die Software ist das, was euer Produkt ist? Genau so ist es, ja. Und welche Hardware wird dazu verwendet? Wir können das grundsätzlich auf allen möglichen mobilen Plattformen verwenden, also Android- und iOS-Telefonen und Tablets, aber eigentlich ist es gedacht dafür, dass wir in Zukunft mit iWare arbeiten, also das, was die Leute heute noch unter Microsoft HoloLens und Google Glass am ehesten verstehen. Du hast mir gesagt, was jetzt die Use Cases betrifft, dass euer Fokus insbesondere im Industrial Maintenance Bereich liegt, Anlagenverwaltung. Was ist sozusagen der Beweggrund, dass du heute da bist? Ist ein Energieversorger für dich ein potenzieller Kunde für deine Technologie? Auf jeden Fall. Also im Grunde genommen ist jedes Unternehmen, das in irgendeiner Art und Weise Interesse daran hat, im Industrie 4.0 Kontext einen Fortschritt zu machen, notwendigerweise gezwungen, im Technologiebereich einfach zu investieren. Und wir glauben, dass gerade im Bereich Wartungskosten, Maintenance und diesen Dingen da ein großes Potenzial besteht und wir da auch eine Lösung anbieten können, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hat und auch wirklich ein zukunftsträchtig ist. Das heißt, da geht es um die Digitalisierung der internen Prozesse und die damit verbundenen Benefits von Kostensenkung bis Effizienz, Produktivität. So könnte man das sehen. Ja, es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge anderer sozialer Komponenten, die da mitspielen, wie natürlich, dass ein Wartungstechniker zum Beispiel nicht hunderte Kilometer fahren muss, um einfach einen Schalter umzulegen. Das bedeutet, das ist eine Entlastung für die Familie derjenigen Person und hat natürlich auch gewisse gesellschaftliche weitreichende Folgen unter Umständen. Was ist euer Background? Wie kommt ihr auf dieses Thema? Also wir sind ein Startup von der Graz University of Technology. Gegründet 2015 und wir haben uns die letzten gut fast 15 Jahre schon mit Augmented Reality beschäftigt, also viel vorher, bevor sozusagen Pokémon Go ein Massenphänomen wurde und haben da den dementsprechenden Background natürlich erarbeitet und können aus diesem jetzt aus dem Vollen schöpfen. Wie schätzt du Österreich als Hub, der sich in diesem Thema positioniert? Du hast vorher ein paar gute Startups erwähnt in dem Bereich, da sind wir anscheinend, glaube ich, stark. Ja, also ich glaube, dass Österreich wirklich ein Augmented Reality Hub geworden ist und über die letzten Jahre wirklich gewachsen ist, dass man sonst weltweit wahrscheinlich nirgends sonst finden kann. Nicht einmal in Amerika im Valley oder so. Und wir haben da eine große Menge ausgezeichneter Startups im Bereich Marketing, Medien und anderen Entwicklungen und da ist sicher noch viel am Kommen. Wie schätzt du Graz als Startup-Hub ein? Ich glaube, da tut sich auch sehr viel, immer neue Initiativen, Coworking Spaces, Inkubatoren. Was tut sich in Graz? Na unbedingt, also Graz ist definitiv auch aufstrebend in diesem Bereich, auch wenn ich jetzt nicht kommentieren kann, wie es in anderen Technologiebranchen ausschaut, aber in jedem Fall ist da viel im Umbruch und hat sich auch in den letzten Jahren viel getan, Coworking Spaces gegründet, Forschungsförderungsinitiativen und auch Unterstützungsinitiativen der lokalen und regionalen Institutionen, das hat sicher viel ergeben. Cool. Wie ist euer Geschäftsmodell? Wahrscheinlich wird eine Lizenz verrechnet oder Auftragsarbeit verrichtet. Wo verdient ihr Geld? Richtig, also wir verdienen unser Geld hauptsächlich in der Lizenzierung der Engine und natürlich die wir dann natürlich weiterentwickeln in unterschiedlichste Richtungen und gleichzeitig machen wir natürlich auch Auftragsarbeit, um das nötige Brot zu verdienen für dieses Ganze. Was ist deine Erwartungshaltung oder was war deine Erwartungshaltung heute? Wie hast du den Tag gefunden? Also für mich war der Tag eine Sensation und ein unglaubliches Erlebnis. Hatte keine Erwartungen, ganz ehrlich gesagt, aber war ein großartiger Tag, großartige Gastgeber und auf jeden Fall ein Erlebnis. Ist man in deinem Feld quasi im B2B-Sales so auch auf Kundensuche, indem man sich für diverse Initiativen bewirbt?
Auf jeden Fall, ja. Es ist allerdings natürlich aufgrund der großen Menge an unterschiedlichsten Entwicklungen natürlich auch schwierig, sich da richtig zu positionieren und dann auch in 3 Minuten die richtigen Hebel zu ziehen. Du, abschließend vielleicht noch, was wird so der nächste Gamechanger sein im Feld der Augmented Reality? Was kommt jetzt auf uns zu? Was sind vielleicht eure Milestones, die nächsten Entwicklungsschritte? Also was ich glaube, was hardwaretechnisch passieren wird, ist, dass wir, so wie die Evolution des Mobiltelefons gesehen haben über die letzten 10 Jahre, dass wir jedenfalls dasselbe sehen werden auch im Bereich Eyewear. Also immer neue Devices, die man auch wirklich am Kopf tragen kann, wo man seine Hände frei hat, die auch den Augenkontakt zwischen den Leuten sozusagen nicht stören. Und dass das auf jeden Fall hardwaretechnisch eine Entwicklung sein wird, die wir von den Großen erwarten können. Also Microsoft allen voran, aber natürlich auch Google und Facebook und Apple auf jeden Fall nachziehen. Und für uns selber ist es weiterhin in diesem Bereich auch konkrete große Probleme zu lösen, die wir bisher nur tangiert haben. Visualisierungsprobleme, Probleme mit dem User-Interface, mit der Interaktion, die natürlich jetzt in Zukunft auch verbal stattfinden wird, aber auch zunehmend mit Gesten. Da sind noch große Hürden zu nehmen. Eine relevante Problemlösung ist sicherlich die beste Grundlage eines Geschäftsmodells. Ja. Welche Probleme löst ihr bei einem Energielieferanten, bei einem Energieversorger? Das sind so die Themen für die sich jetzt nicht so auskennen in dem Geschäft. Also ein grundlegendes Problem, das sicher jedes Unternehmen, aber auch die Energieversorger natürlich haben, ist, dass sie gewisse Infrastrukturwartungsaufgaben wahrnehmen müssen. Und die sind verbunden mit Reisetätigkeiten und unter Umständen auch mit dem Mitführen von sicherheitsrelevanten Daten und auch mit dem Mitführen von Dokumentation und auch dem Dokumentationsfortschritt selbst. Und ich glaube, dass wir mit unserer Lösung da auch einen großen Schritt dazu beitragen können, dass das viel intuitiver, schneller und effizienter ablaufen kann in allen Bereichen und gleichzeitig auch gewisses sicherheitsrelevante Aspekte bezüglich der Infrastruktur weiterhin auch im Fokus bleiben und berücksichtigt werden können. Cool, vielen Dank. Alles Gute. Wir werden noch einen schärferen Blick auf Graz werfen. Ich glaube, da entstehen sehr, sehr viele gute Startups und auch euch konkret begleiten. Danke fürs Dabeisein. Würde mich freuen. Danke vielmals. Danke. So, wir haben noch einen Startup. Herzlich willkommen. Servus. Stefan. Servus, Stefan. Du hast ein Produkt, das nennt sich MIA. Ja. Was ist MIA? MIA ist im Prinzip nichts anderes als eine elektronische Mitarbeiterzeitung, also die Mitarbeiterzeitung am Smartphone, mit dem großen Vorteil, dass sie immer aktuell ist, dass sie mit der Unternehmenskommunikation Schritt halten kann, dass sie interaktiv ist und dass sie jeglichen Content mit einbinden kann. Im Print kann ich einfach kein Video mit abbilden, keine Bildergalerien und auch keine Likes vergeben. Am Smartphone heißt jetzt was? Das muss man präzisieren. Ist das ein E-Paper, ist das ein PDF oder ist das eine Applikation? Im Grunde ist es eine Applikation, so wie man es auch von den großen Nachrichtenportalen, Kronenzeitung, Standard und so weiter kennt, eben für die Themen, die das Unternehmen intern beschäftigen. Welche Themen sind das? Ein Mitarbeiter bekommt welche Informationen über diese Plattform? Also zum einen geht es natürlich um die Themen, die das Unternehmen als Ganzes betreffen. Wo gibt es neue Produkte, wo gibt es neue Innovationen, wo gibt es neue Märkte, auch möglicherweise, wo gibt es Kritik von außen und die Mitarbeiter darüber zu informieren, wie man damit umgehen kann. Aber auch Information von unten, wenn es in einer Außenstelle beispielsweise eine Pensionierung gibt und eine kleine Feier und gibt es ein Tool innerhalb der App, um den Beitrag fixfertig mit Foto hochzuladen und da auch die Menschen, die im Unternehmen sind, sichtbar zu machen. Du hast mir schon vorher gesagt, dass ich da falsch liege. Wir haben uns kurz unterhalten vor dem Gespräch, weil ich gewinne trotzdem den Eindruck nicht los, dass da schon die Intranet-Funktion in eine App verpackt wird. Und trotzdem sagst du, ich liege da falsch. Wo liegt der Unterschied jetzt? In den allermeisten Unternehmen ist das Intranet ein Arbeitstool, wo man seine Formularmasken hat, um verschiedene Dinge auszufüllen, wo man seine Listen findet. Also man geht dorthin, um ganz bestimmte Dinge abzuarbeiten und es wird in den allermeisten Fällen ja nicht so benutzt wie das große weite Internet, wo man schaut, was gibt es denn Neues. Diese Funktion möchten wir in die App bringen oder bringen wir in die App. Das bedeutet auch, dass man sie nicht nur, wenn man vor dem Bildschirm sitzt, nutzen kann, sondern wenn ich im Bus bin oder im Garten sitze oder sonst irgendwo und gerade 2 Minuten Zeit habe, um zu schauen, was gibt es in meinem Unternehmen Neues. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Gab es ein konkretes Problem, das ihr lösen wolltet?
Also ein Vorgängerprodukt dieser App haben wir gemeinsam mit dem Drogeriemarkt entwickelt, größte Drogeriehändler in Österreich. Und die Herausforderung war, dass es viele Menschen an 390 Standorten gibt, Filialstandorten und Studios, die keinen Zugang zum PC haben und insofern einfach keine schnellen Informationen bekommen haben. Und da haben wir gesagt, ein Printprodukt ist einfach immer alt, ja, zumindest einen Monat alt durch den Produktionsprozess. Da einfach schneller zu werden, interaktiver zu werden, jünger zu werden. Also gerade für junge Mitarbeiter sehen wir, dass es einfach nicht mehr üblich ist, ein 40, 48 Seiten dickes Magazin durchzublättern, sondern dass einfach eine Smartphone-App viel besser ankommt und besser genutzt wird. Vielleicht noch eine weitere Abgrenzung. Man kennt ja die Kommunikationstools, interne Kommunikationstools von international Slack oder österreichisches Produkt JetGrape. Grape, ein super innovatives Produkt auf künstlicher Intelligenz basierend. Wo ist da die Abgrenzung zwischen euch und diesen Produkten? Also im Grunde hier geht es nicht um ein Arbeitstool und nicht um Projektmanagement und ähnliches mehr, sondern es ist wirklich eine Informations-App. Also wenn man bei dem Gedanken der Mitarbeiterzeitung bleibt, liegt man prinzipiell nicht so falsch. Dein Background ist Kommunikation. Ja. Ist das auch quasi ein Digitalisierungsschritt in deinem Geschäft, in deinem Kerngeschäft? Ja, doch auch. Also so wie es in allen Bereichen der Unternehmenskommunikation, glaube ich, Print sich nicht ablösen wird. Aber bei uns ist beispielsweise in der Agentur ein starker Schwerpunkt die Pressearbeit, schon traditionell. Und da gibt es einfach rundherum viele Dinge, die nach denselben Mustern funktionieren, wie eigentlich Journalismus funktioniert. Auch Social Media funktioniert im Großen und Ganzen, wie Journalismus funktioniert. Aber man muss einfach diesen Turn schaffen und die Denke auf die neuen Medien umlegen. Und diesen Digitalisierungsschritt macht ihr jetzt mit einem weiteren Partner oder wird das aus eurer Agentur abgearbeitet? Na, aus unserer Agentur kommt im Prinzip das redaktionelle Konzept, auch die redaktionelle Kundenbetreuung. Technischer Partner ist die Agentur Loop in Salzburg, die einfach im Bereich App wahrscheinlich eine der führenden Agenturen in Österreich ist. Wie war der Tag für dich heute? Hat es businessmäßig schon was gebracht? Bringt immer was, weil es einfach neue Ideen gibt. Sehr, sehr vielfältige Ideen, also auch weit weg vom Thema Kommunikation. Da waren ja sehr viele technische Dinge dabei, wie man Strom in Zukunft erzeugen kann und das ist immer spannend. Cool. In diesem Sinne, toi, toi, toi. Vielen Dank für das Interview und bis bald. Ciao. So, das waren 3 Startups von heute. Wir werden jetzt noch in 10 Minuten circa reden mit dem Management, dem operativen Management, um die nächsten Schritte besser zu beleuchten. Wie geht es da weiter im Innovationschallenge? Wie kann man sich vielleicht noch bewerben? Bleibt noch kurz dran. Wir melden uns in 10 Minuten. Danke.